Kunsthandel für mich ist die schönste Art, sich mit Kunst zu beschäftigen. Und für mich, der sich mit alter Kunst beschäftigt, ist es vor allen Dingen das Aufspüren, das Entdecken, die Objekte wirklich eigentlich dazu zu bringen, ihre Geschichte uns zu erzählen. Also ich betreibe sehr viel Recherche bei den Objekten und das macht einen großen Teil meiner Arbeit aus und des Kunsthandels für mich. Der zweite Schritt ist dann eigentlich, Menschen zu finden, mit denen ich meine Begeisterung teilen kann. Das heißt, all das, was ich vorher recherchiert habe, was ich herausgefunden habe, dann weiterzutragen, diese Geschichte weiterzuerzählen und Menschen mitzunehmen auf diese Reise und sie eben auch davon zu begeistern. Wie bin ich dazu gekommen, Kunsthandel zu betreiben? Also, als ich das Licht dieser Welt erblickt habe, da lag ich in einer Wiege aus dem 18. Jahrhundert. Als Vierjähriger habe ich dann bei meinem Vater auf dem Schoß gesessen, bei einer Auktion. Er hat meinen Arm hochgenommen und ich hoffe, er hat ihn wieder rechtzeitig runtergenommen. Also ich bin da, das ist ein großes Geschenk, schon mit aufgewachsen. Mein Vater hat diesen Kunsthandel begründet. Ich war immer mit alter Kunst umgeben und es hat mich schon von Kindesbeinen an fasziniert. Ich habe die Sommerferien in Restaurierungswerkstätten verbracht, mit altem Holz, mit Furnieren, mit edlen Materialien. Da hatte ich immer Berührung mit. Ich habe dann Kunstgeschichte studiert in London und Paris und ich glaube, letztendlich ist das der Schlüssel. Auch man muss irgendwo sich für Dinge begeistern. Es ist ein Studium, was eigentlich nie aufhört. Mit jedem Objekt, was ich kaufe, kaufe ich auch wieder Bücher. Und meine Bibliothek wächst immer weiter und es ist immer wieder eine Beschäftigung auf das Neue mit einem neuen Objekt, was zu uns kommt. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Was sind die Herausforderungen für mich in der heutigen Zeit als Kunsthändler? Es ist zum einen, das haben wir schon länger gemacht, ist der Weg ins Internet natürlich. Wir bespielen alle Medien, also Instagram, die eigene Webseite. Das ist für uns sehr wichtig. Wir haben ein sehr internationales Publikum. Dort pflegen wir unsere Seiten fast täglich. Das spielt eine ganz große Rolle für uns heute. Die andere Herausforderung ist eben bei alter Kunst, die, finde ich, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und wird so in den letzten 10 bis 15 Jahren etwas übersehen. Und die Herausforderung ist, ihr wieder den Wert zurückzugeben, den Stellenwert, ihre Präsenz, den sie in meinen Augen verdient. Und sie eben auch in einen zeitgenössischen Kontext zu heben und zu zeigen, ein altes Objekt funktioniert wunderbar in einem modernen zeitgenössischen Interieur. Und das aber zu transportieren und das zu vermitteln, auch die Begeisterung für ein altes Objekt, das auch zu erklären, zu sagen, guck mal hier, guck mal dort, das ist eine besondere Handwerksleistung, das ist ein tolles Design. Das ist eine Herausforderung, und die wir jeden Tag gerne annehmen und was uns wichtig ist. Welches aktuelle Projekt habe ich zurzeit? Es ist eigentlich ein Herzensprojekt. Ich habe seit 10, 15 Jahren habe ich Entwurfszeichnungen für Kunsthandwerk gesammelt. Im Verborgenen erstmal, und die Zeichnungen, das ist etwas, da bin ich sehr nah dran am Kunsthandwerker oder am Ornamentisten. Diese Zeichnungen, das können Werkstattzeichnungen sein, das können Präsentationszeichnungen sein für den Auftraggeber. Und das sind Zeichnungen aus dem 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert. Es sind Zeichnungen, für die sich vielleicht manche meiner Kollegen nicht so interessieren, weil sie sagen, es sind ja nur Zeichnungen. Und die Kollegen von mir, die sich mit Zeichnungen beschäftigen, wiederum, die sagen, okay, das ist ja irgendwie Kunsthandwerk. Und das hat mich gereizt, dort eben genau in dieser Schnittstelle diese Zeichnungen zu sammeln, aufzuspüren. Und jetzt, nach all diesen Jahren, ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich darüber einen Katalog schreibe gerade, der Anfang nächsten Jahres herauskommen wird. Und das ist gerade ein großes Projekt, das macht mir viel Freude. Ja. Was bedeutet für mich die Cologne Fine Art und Design? Köln hat eine lange Tradition als Kulturstadt, als Stadt, wo Kunst gesammelt wird.
Nicht nur Köln, das gesamte Einzugsgebiet. Wir haben dort sehr viele Kunden, die uns am Herzen liegen. Und trotz Instagram, trotz Webseite geht es auch um den direkten Kontakt. Es geht darum, Neuankäufe auch zu zeigen, dass man eine Schublade aufziehen kann, dass man eine Patina sieht, dass man drum herum gehen kann, dass man eben auch die Objekte zeigen kann, dass man direkt im Kontakt ist. Also den Preis für das beste Standdesign 2019 gewonnen zu haben, ist eine tolle Auszeichnung, über die ich mich sehr freue. Ich wollte was Neues machen, ich wollte die alte Kunst, die ich mitbringe, eben anders zeigen, in einem anderen Kontext, in einem freshen, modernen, zeitgenössischen Umfeld. Und dass das entsprechend gewürdigt worden ist, das freut mich ganz besonders. Wir machen uns immer viele Gedanken und ich spreche jetzt bewusst von wir, weil hinter so einem Stand steht immer ein Team. Das ist also das ist eine Gemeinschaftsleistung. Wir bauen vorher Modelle, überlegen uns genau, wo steht welches Objekt, wie können wir es in Szene setzen, wie platzieren wir das, was nehmen wir für Wandfarben. Und dort haben wir Unterstützung erfahren im letzten Jahr von einem Kollegen, Sebastian Jacobi, auch Aussteller in Köln, und er hat uns beraten, was die Wandfarben betrifft und Ähnliches. Außerdem meine Partnerin Tomke Krone, die mit mir zusammen eben die Objekte ausgesucht hat, kuratiert hat, wie stellen wir die Objekte, und so ist es ein Gemeinschaftspreis und das freut mich. In diesem Jahr werden wir in Köln wieder eine Bandbreite zeigen. Das ist einfach unser Programm. Das ist so, wir zeigen Objekte von der Renaissance bis ins frühe 19. Jahrhundert mit einem Fokus auf dem Klassizismus. Und in diesem Jahr auch ganz besonders auf historische Zeitmesser, also auf Uhren, auf Tischuhren vor allem. Und es ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert, schon lange, Technik in verschiedensten Formen. Und dort werden wir einige herausragende Objekte zeigen.